Der Motor dieses Akkuschraubers ist unerlaubterweise in Rauch aufgegangen und natürlich werde ich versuchen, ihn zu reparieren. Mein Problem ist nur dieser Miesepeter hier, der ist nämlich der Ansicht, dass... Reparieren. Das durchgenudelte Ding. Das rentiert nimmer. Okay, Vorschlag. 20 Euro Budget und 10 Minuten Arbeit und der ist wieder wie neu. Deal? Okay, aber ich behalte die Sache im Auge hier, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, ist klar. Naja, glücklicherweise wissen wir, was kaputt ist. Das macht die Fehlersuche sehr einfach. Und zeitsparend. Die Uhr läuft übrigens. Ja doch. Ja, dann schmeißen wir zuerst mal Tante Google an. Da Bosch Tool Service einklimpern und dort die Typnummer rein. Perfekt. Und da ist er auch schon. 16 Euro. Na, das ist ja noch vertretbar. Versandkosten, ne? 5 Euro rund, ne? Ja. Hab schon gesehen. Okay. Kein Problem. Dann müssen wir halt, umdisponieren. Einen Moment, das haben wir gleich. Fun Fact: Würde man den Schrauber nur aus Ersatzteilen zusammenbasteln, würde er 140 Euro kosten. Neu gibt's den für rund 65 Euro. Das ist doch mal ein Schnäppchen, oder? Ja, Nachhaltigkeit muss man sich halt leisten wollen, ne? Egal, der hier, der sollte passen. Für 3 Euro plus ein 5er für den Versand. Das passt definitiv. Siehst, passt alles. Ritzel hat 13 Zähne, ist aus Stahl und hat den richtigen Durchmesser. Man muss auch mal Glück haben, oder? Zuerst einfach den Akku rausnehmen und die Schrauben lösen. Ist ein 8er Torx, also nichts Exotisches. Stopp. Rieche ich da etwas Spezialwerkzeug? Ich glaube, die Standard-Spits, die sind ein bisschen zu kurz, ne? Was kostet sowas? 20 Stutz? Etwa? Och, jetzt komm, das zählt nicht, das Set benutze ich wirklich öfters. Okay, anteilig 6. Ich hab dich auch lieb. Kleiner Tipp, wenn ich etwas zerlege, dann entferne ich die Schrauben immer im Uhrzeigersinn und reihe sie entsprechend auf. Was in diesem Fall tatsächlich unnötig wäre, denn die sind alle gleich lang. Glück für mich, denn das bedeutet einen Tod durch doof weniger. Das Gehäuse sollte jetzt eigentlich... ich glaube, ich habe da was vergessen. Da unten am Griff, da ist nämlich noch eine Sicherungsklammer. Die kann man mit einem Schraubenzieher einfach rausziehen. Übrigens, der Erste, der Schraubendreher schreibt, bekommt ein Fleißpünktchen. Das Gehäuse nun vorsichtig öffnen und... Ach du Schande, Junge, ist das Ding eingesaut. Ja, der hat Stunden auf dem Buckel. Willst du den erstmal putzen? Naja, wenn der schon mal offen ist, dann kann man ja gerade mal ein bisschen putzen, oder? Stopp. Was ist das? Reiniger? Reiniger, so. Kostet? Okay, ich putze trocken, nur mit Pinsel und Lappen. Zufrieden? Ja. Den Motor und das Getriebe lassen sich bei dem Modell einfach anheben und auseinanderziehen. Das Gute ist jetzt, dass man hier nichts löten muss, denn bei Bosch ist der Motor meist einfach nur angesteckt. Und man braucht nur die Stecker abziehen und das war's dann auch schon. Wenn die Stecker etwas klemmen, dann einfach mit dem Schraubenzieher hier ein bisschen, nachhelfen. Ich habe das ganze Geschmiere erst einmal abgewischt und alle Teile mit Pinsel und Lappen gereinigt. Dann alle Einzelteile, bis auf den Motor, Getriebe und den Umschalter wieder eingesetzt. Jedenfalls können wir den neuen Motor wieder dran tüdeln. Die Polung ist übrigens auf der Rückseite des Motors markiert. Nicht gerade sehr deutlich, aber es reicht gerade so. Zack und fertig. Ich glaube, ich mache da noch einen Schuss Fett drauf. Das kann eigentlich nie schaden. Was für Fett? Ja, nix Wildes. Einfaches Kugellagerfett tut es da vollkommen. Also da muss man jetzt wirklich keinen Doktor draus machen. Aha, und dieses Nichts Wildes kostet was? Ja, natürlich. Okay, und nun wieder den Motor auf das Getriebe setzen und dabei einfach ein bisschen das Futter hin und her drehen, bis man spürt, dass das Ritzel sauber eingerastet ist.
Ist jetzt wirklich alles an seinem Platz. Nichts vergessen? Na prima. Dann nur noch den Gangumschalter einfädeln und das Schlimmste ist überstanden. Nun können wir das Gehäuse wieder aufsetzen. Aber bitte immer mit Vorsicht, niemals mit Gewalt und achtet auf die Verkabelung. Die ist nämlich als ein bisschen störrisch und verklemmt gerne mal zwischen den Gehäusehälften. Jetzt noch das Ganze verschrauben und an der Stelle noch ein kleiner Tipp von mir. Zieht die Schrauben nicht sofort fest, sondern nur leicht anziehen. Und erst wenn alle drin sind, dann über Kreuz festziehen. Das minimiert nämlich eine eventuelle Spannung im Gehäuse. Und übertreibt es mit dem Festziehen bitte nicht, denn das ist ja nur Kunststoff, ne? Oh, es läuft wunderbar. Mehr Glück als Verstand. Prima. Budget von 20 Stutz eingehalten und ja, okay, ein bisschen mehr Zeit haben wir gebraucht. Aber es läuft und Spaß hatten wir doch auch. Oder was meint die Motzkachel? Jo, ich will da jetzt nicht dein Ich habe Feuer gemacht! Moment zerstören, aber ja, erstens, wäre das mit diesem Drittherstellermotor in die Binsen gegangen, was mir ja nie passiert, ja, dann wäre das Budget definitiv gesprengt worden. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Originalteile waren und denk mal so um die 35 € gekostet hätte, plus etwa 25 Minuten Zeitbedarf. Das ist realistisch. Alternativ, wer nicht reparieren will, der kann das auch reparieren lassen. Ich habe von Bosch ein Angebot da, für 39 € waren das, genau. Oder man sagt sich einfach, nee, will ich nicht. Ich zahle einfach die rund 65 € kostet das Gerät solo mit 3 Jahre Garantie sind es, glaube ich, sogar. Oder kann man bis auf 3 Jahre erhöhen. Jedenfalls, das wären so die 3 Möglichkeiten. Da stellt sich dann die Frage, hättet ihr das repariert?